Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Ungarn unterwegs und zwar in St. Gotthard. St. Gotthard liegt etwa 3 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt und 18 Kilometer von der slowenischen Grenze. Und ich möchte dir die Klosterkirche hier zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. An der westlichsten Spitze Ungarns, an einem Ort, der seit jeher ein Treffpunkt der Kulturen und ein strategischer Knotenpunkt ist, erhebt sich ein Bauwerk von außergewöhnlicher Schönheit und dramatischer Geschichte. Hier, wo die Flüsse Rab und Labinks zusammenfließen, steht die barocke Klosterkirche von St. Gotthard. Ihre Mauern erzählen nicht nur eine, sondern viele Geschichten. Geschichten von königlichen Villen, mönchischer Frömmigkeit, kriegerischer Zerstörung und eine Wiedergeburt, die prächtiger kaum sein können. Begleite mich auf eine ausführliche Reise durch fast 900 Jahre europäischer Geschichte, vereint in einem einzigen Gotteshaus. Die Geschichte beginnt im Hochmittelalter, im Jahr 1183. Der ungarische König Béla III., ein Mann von europäischem Weitblick, der am byzantinischen und französischen Hof ausgebildet wurde, trifft eine folgenreiche Entscheidung. Er gründete ein Kloster, doch es sollte kein gewöhnliches Kloster sein. Er ruft die Zisterzienser, einen Orden, der für seine Strenge, seine innovative Landwirtschaft und sein Motto Ora et Labora, bete und arbeite, bekannt ist. 12 Mönche machten sich aus dem fernen Frankreich auf den Weg, um diesen Ort zu besiedeln. Ihr Auftrag, die Wildnis zu kultivieren und einen spirituellen Leuchtturm zu errichten. Gewidmet dem heiligen Gotthard, dessen Name später dann ganz der Stadt gewidmet wurde. Ab 1184 beginnen die gewaltigen Bauarbeiten auf einem Fundament von 94 mal 44 Metern. Über Jahrhunderte ist das Kloster ein Zentrum des Glaubens, des Wissens und des Wohlstands. Doch die geopolitische Lage Ungarns verändert alles. Im 16. Jahrhundert rückten die osmanische Bedrohung immer näher. In den 1550er Jahren wird das Kloster seiner spirituellen Funktion beraubt.
Die Mönche werden vertrieben, die heiligen Hallen zu einer militärischen Festung im Kampf gegen die Invasoren umfunktioniert. Die endgültige Zerstörung kommt jedoch nicht durch einen Fremdenfeind. Im Zuge des Aufstands der Boschkai, eines brutalen Bürgerkriegs, lässt der kaiserliche Kommandant Wolfgang Tiefenbach die Anlage 1604 stürmen und verwüsten. Der Gnadenschuss folgt ein Jahr später. 1605 wird die gesamte mittelalterliche Kloster- und Kirchenanlage systematisch gesprengt. Ein einst blühendes Zentrum europäischen Mönchtums ist nun ein Trümmerhaufen. Mehr als 70 Jahre schweigen die Glocken. Doch der Ort ist nicht vergessen. Zwischen 1676 und 1677 übernimmt Erzbischof Georgi Sechenyi einen ersten Versuch, das religiöse Leben wiederherzustellen. Er lässt auf den alten Fundamenten eine neue schlichte Kirche errichten, ein Symbol der Hoffnung. Doch ihr Schicksal bleibt unsicher. In einer ironischen Wendung der Geschichte wird das Gotteshaus unter den reformeifrigen Kaiser Joseph II. Zwischen 1787 und 1790 säkularisiert und als Getreidespeicher genutzt. Ein pragmatischer Akt, der jedoch die spirituelle Lehre des Ortes unterstreicht. Die wahre und glanzvolle Wiedergeburt beginnt 1734 mit einem kaiserlichen Dekret. Kaiser Karl VI. Schenkt die ruinierte Abtei dem mächtigen Zisterzienserstift Heiligenkreuz in Österreich. Mit dieser Schenkung kommt ein Mann nach St. Gotthard, der alles verändern wird. Abt Johann Leeb. Er ist nicht nur ein Geistlicher, sondern auch ein visionärer Bauherr und Organisator. Er träumt nicht von einer einfachen Reparatur, er träumt von einem Gesamtkunstwerk, das die Macht und den Ruhm Gottes und des Hauses Habsburg widerspiegelt. Für diese Version engagierte er einen führenden Architekten seiner Zeit, Franz Anton Pilgram. Pilgram, ein Meister des Spätbarocks, entwirft einen Plan von atemberaubender Größe und Eleganz.
Die Umsetzung von Bilgrams Plan ist ein monumentales Unterfangen. Zwischen 1740 und 1746 entsteht zunächst der prächtige Konvent, das barocke Klostergebäude. Am 14. August 1748 ist es dann soweit. Der Grundstein für die neue, große Klosterkirche wird gelegt. Über 16 Jahre von 1748 bis 1764 arbeiteten Hunderte von Handwerkern und Künstlern daran, Bilgrams Vision aus Stein zu formen. Abt Robert Leeb erlebte die Fertigstellung des Rohbaus nicht mehr. Sein Nachfolger Abt Fritz Alberic führte das Werk mit gleicher Hingabe fort. Nach der Segnung 1764 folgt die aufwendige künstlerische Ausstattung, bis die Kirche schließlich 1779 in voller Pracht durch Bischof Jonas Silly geweiht werden kann. Aus Asche war ein Juwel des Barock entstanden. Das Innere der Kirche ist eine Symphonie aus Farben, Licht und Form. Der Maler Matthias Gusner schuf die beeindruckenden Altarbilder, darunter die Maria Himmelfahrt am Hochaltar. Doch der unbestrittene Höhepunkt ist das Deckenfresko von Stefan Dorfmeister. Es ist nicht nur Kunst, es ist ein historisches Epos in Farbe. Es zeigt die siegreiche Schlacht von St. Gotthard im Jahr 1664. Ein entscheidender Sieg über die Osmanen, der unweit von hier stattfand. Dorfmeister inszenierte das Geschehen als göttliches Eingreifen, als Triumph des Christentums. Die bewegten, emotionalen barocken Statuen, die die Altäre und die Kanzel schmücken, stammen aus der Werkstatt des talentierten Bildhauers Josef Schnitzer.
Zu einem barocken Gesamtkunstwerk gehört untrennbar die Musik. Die Stimme der Kirche von St. Gotthard ist ihre prächtige Orgel. Sie wurde 1764 von renommierten Grazer Orgelbauer Ferdinand Schwarz geschaffen. St. Gotthard ist also mehr als nur eine Kirche. Sie ist ein Phönix aus der Asche, ein Ort der Strenge des mittelalterlichen Mönchstums, die Brutalität der Religionskriege und die lebensbejahende Pracht des Barock in sich vereint. Sie ist ein Denkmal für ihre Erbauer. Heute steht sie als Zeugnis der Widerstandsfähigkeit des Glaubens und der unvergänglichen Kraft der Kunst. Ein europäisches Juwel an der Mündung von Raab und Labinx, das seine Besucher einlädt, in den tiefen Schichten seiner faszinierenden Geschichte zu lesen. Ja, das war das Video über die St. Gotthard-Kirche hier in Ungarn. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein GoTraveler. Also, ciao.